Halblinge lieben es, durchs Auenland zu streifen. Da sind wir uns alle einig und die Natur zu genießen. Aber natürlich muss unterwegs etwas gegessen werden. Und eine perfekte Mahlzeit ist ein Kürbis. Kürbis kann man sehr gut transportieren. Es bringt seine Schutzhülle selber mit. Und wenn man weiß wie, kann man Kürbis sehr gut über Feuer zubereiten. Einfach in der Wildnis. Das werden wir heute tun. Und das Besondere ist, das Rezept stammt aus Amerika von den Soldaten. Die haben sowas gegessen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Das heißt, wir reden auch wirklich hier von einem Rezept, was wieder über 200 Jahre alt ist. Und ja, seid mal gespannt, wie das funktioniert. Fangen wir mit dem Kürbis an. Beim Kürbis müssen wir oben aufschneiden. Am besten schneiden wir so, als wenn wir am Ende einen Deckel haben. Jetzt haben wir den geöffneten Kürbis und aus dem geöffneten Kürbis nehmen wir den kompletten Innenbereich einmal raus, die Kerne und das Fleisch, was innen ist. Wir haben jetzt den ausgehöhlten Kürbis und nehmen einen entweder geschälten und entkernten Apfel, den wir klein schneiden, oder man kann auch eine Birne verwenden. Ich schäle das, weil die Schale sonst sehr zäh ist und die wird nicht so weich. Und füllen damit den Kürbis einmal komplett auf. So, jetzt machen wir uns auch ein bisschen Platz im Kürbis. Ihr werdet gleich sehen, warum, dass es ein klein bisschen offen bleibt. Und jetzt nehmen wir unsere Gewürze. Ich habe dafür hier ein bisschen Zimt und ein bisschen Salz. Das reicht schon. Und damit machen wir eine ordentliche Schicht oben drauf. Das gewürzt unser Kürbis. Jetzt nehmen wir noch ein Stück Butter und das legen wir oben drauf. Das wird schmelzen und da hineingehen und ein bisschen Fett hineingeben. So, und nehmen den Deckel und platzieren den Deckel wieder so, wie er drauf gehört, auf den Kürbis. Und schon haben wir den Kürbis fertig. Jetzt gehen wir an ein Lagerfeuer und entweder platzieren wir am Rand oder wie ich es hier gemacht habe, genau in der Mitte, einen Stein. Und auf den Stein stellen wir unseren Kürbis und lassen ihn jetzt langsam vor sich hingaren. Es wird jetzt quasi gekocht, drumherum ist die Glut. Und was jetzt wichtig zu beachten ist, den Kürbis alle 5 Minuten ungefähr um 25 Grad zu drehen, damit es gleichmäßig von allen Seiten erhitzt wird. Ich habe gerade festgestellt, dass die Hitze von unten nicht ausreicht, um den Kürbis durchzugaren. Wir haben einen kalten Herbsttag, der sehr windig ist und deswegen müssen einmal noch Kohlen oben drauf gelegt werden. Dadurch erhält man auch eine gleichmäßige Hitze von oben, die hilft, den Kürbis von oben durchzugaren. Man könnte das auch von Anfang an vermeiden, gerade bei größeren Kürbissen, dass man diesen direkt in die Glut hineinstellt und den einmal komplett von allen Seiten mit Kohle bedeckt, damit er gleichmäßig gart. An dieser Stelle möchten wir allen Unterstützern danken, egal über Patreon, Kickstarter oder PayPal. Ihr ermöglicht es, dass wir solche Videos immer weiter produzieren können und das Projekt Halblingen immer weiter wachsen kann.
Dankeschön dafür. Jetzt testen wir, ob der Kürbis fertig ist. Wir nehmen einfach ein Stück Holz oder ein Messer und stechen hier einmal in den Kürbis rein. Und der ist ganz weich, ohne großen Hindernis. Und damit können wir den vom Feuer nehmen. Dann schauen wir einmal hinein. Es ist ein bisschen Asche drin, das ist kein Problem. Die nehmen wir einfach heraus und dann können wir den Kürbis schon verwenden. Jetzt schnappen wir uns den Kürbis. Das hier ist so ein Leinenküchentuch. Und dann nehmen wir mal den ganzen Kürbis hier raus. Wir können mit den Äpfeln anfangen. Und dann kann man wirklich das schöne Fleisch einfach herauskratzen. Oh, das duftet nach Zimt. Hier oben ist so eine Stelle, die ist nicht ganz durchgegart. Das kann passieren. Aber alles andere nehmen wir heraus. Dann haben wir hier unseren Kürbisapfel. Jetzt vermischen wir das einmal nochmal sehr gut, damit sich das Gewürz auch überall hin verteilt. Der letzte Arbeitsschritt ist das Anrichten. Das machen wir, indem wir hier ein bisschen rausholen. Ein paar Apfelstücke und ein bisschen Kürbismus. Das verteilen wir hier. Den Rest lassen wir hier noch drin. Denn heute haben wir eine Verkosterin, meine Frau, und die wird uns gleich erzählen, wie gut ihr oder nicht gut ihr das Essen schmeckt. Und der Rest ist eigentlich auch für meine Kinder, denn die haben angemeldet, die wollen das unbedingt essen, weil da Apfel drin ist. Dann nehmen wir noch ein bisschen Butter. Butter ist einfach ein Fett und Fett ist ein wahnsinnig guter Geschmacksverstärker. Dann machen wir hier oben noch ein bisschen was drauf. Das kann jetzt vor sich hinschmelzen. Und dann nehmen wir noch mal ein bisschen Zimt. Davon haben wir noch ein bisschen was übrig. Und tun das oben noch mal schön drauf streuen. Das Besondere ist, der Zimt hier, der ist noch mit Salz gemischt, dass es ein bisschen salzig ist. Das intensiviert ein bisschen den Geschmack des Zimtes. So, dann haben wir jetzt ein fertiges Gericht. Und dann lassen wir mal unsere Verkosterin das Essen probieren. Also es riecht schon mal sehr gut. Es riecht ein bisschen weihnachtlich durch den Zimt. Ja. Der Kürbis ist recht süßlich und sehr weich. Und die Apfelstückchen ein bisschen knusprig, ne? Also ein bisschen fester. Knackig, nicht knusprig ist das richtige Wort. Ein bisschen säuerlicher. Schmeckt sehr lecker. Und wenn man noch hat, kann man zum Ende noch mal ein bisschen Zucker drauf streuen. Das bringt den Geschmack noch ein bisschen mehr zur Geltung, vor allen Dingen vom Kürbis. Das Rezept für einen Fruchtsnack, der auch über dem Feuer gemacht wurde und der auch sehr lecker war, seht ihr dort.